Hallo, mein Name ist Christian Hemschemeyer. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Jetzt ein paar Tage in München mal und Umgebung. Und vorab kurz, ja, kann man jetzt die letzten Tage noch Kombipakete kaufen mit der Liebeschip-Challenge im Mai. Alle meine Kurse findest du übrigens auf liebeschip.de. Und dann wird es weitergehen mit der Selbstliebe-Challenge im Juni, wenn du da jetzt noch einsteigen willst. Ja, erstmal wollte ich heute Danke sagen für 2 verdammte Millionen Video-Views. Ey, ihr seid echt crazy. Vielen Dank dafür. Und ich mache heute ein besonderes Video, was heißt 10 Tipps für die Zeit zwischen Beziehungen, also für die vielleicht frustrierende Single-Zeit. Und ich habe auch eine Nachricht von Smirnanovic und eine kurze, sie schreibt dazu: Hey, meine früheren Beziehungen waren eigentlich ziemlich normal. Man ist zusammengekommen, irgendwann auseinandergegangen, wenn es nicht mehr stimmte. Ja, die guten alten 80er, 90er Jahre, vermute ich mal. Dann hatte ich 4 Jahre keine Beziehung mehr, weil ich beruflich ausgelastet war und sehr gut klarkomme. Ich habe meine Kids, meine Freunde, meine Arbeit. Ich liebe es zu essen, meditieren, zu joggen. Für mich kommt nur ein Freund in Frage, wenn er das i-Tüpfelchen wäre. Gut, alles gut. Jetzt wünsche ich mir eine tolle Beziehung, die uns jeden Tag zusammen weiterbringt. Ich hatte in den letzten 4 Jahren 3 Beziehungen, die nur schlecht waren. Erst wurde mir vermittelt, dass ich die tollste Frau war. Dann wurde ich ziemlich schnell betrogen und meine Werte, die ich in einer Beziehung hatte, schnell betrogen und meine Werte, die ich in einer Beziehung habe, wurden untermauert. Und ich habe es mit mir mitmachen lassen. Tja, die typisch toxischen Beziehungen, ne? Ja, das ist jetzt ein kleiner Widerspruch zu dem, dass du schreibst, ein Freund ist nur das i-Tüpfelchen. Wenn das wirklich so wäre, dann würdest du es nicht mitmachen. Ne? Und wenn deine Standards wirklich klar wären, würdest du es nicht mitmachen. Und ja, und es ist wie es ist, ne? Scheinbar ist in deinem Seelenplan, da irgendwie zu gucken, ja, in Selbstliebe zu investieren, Standards hochzusetzen und zu tolerieren, dass du da vielleicht nicht sofort jemanden findest. Warum jetzt und was ist mir passiert, warum ich das jetzt mitmache? Ich habe keine Panik und ich glaube immer noch an die große Liebe. Ja, aber du tolerierst schlechtes Dating. So, aber anstatt jetzt mal direkt auf die E-Mail einzugehen, komme ich jetzt mal auf das, was ich heute eigentlich sagen wollte, also die Zeit zwischen Beziehungen. Genau, habe ich heute mal ausnahmsweise mal ein paar Notizen. Also was man immer vergisst, wenn man in der Singlezeit ist, wie schwierig Beziehungen sind. Ne? Also Beziehungen sind nie einfach, auch gute Beziehungen nicht. Am Anfang hängt der Himmel voller Geigen und dann, ja, gibt es halt nur, na gut, gibt nicht immer nur Probleme, gibt natürlich in guten Beziehungen auch total viele schöne Zeiten, aber muss ich immer wieder klar machen, dass 2 Menschen zusammenbringen ist wirklich so ein Mega-Projekt, was man im Leben hat und das auf eine konstruktive, wertschätzende Art vor allen Dingen ist noch viel schwieriger. Und wenn man Single ist, dann vergisst man oft, dass die Zeit dazwischen eigentlich genauso wertvoll ist und das ist genauso ein Projekt, das eine tolle Single-Zeit zu genießen. Man vergisst, wie mühsam Beziehungen waren und kann nicht das Leben im Hier und Jetzt genießen und hat dann, wie man meint, on top noch Datingfrust. Ja, also hier ein paar Ideen dazu. Idee eins: Eine Beziehung allein macht nicht glücklich. Also du kannst mit dem tollsten Mann, der tollsten Frau der Welt zusammen sein. Wenn du vorher nicht glücklich warst, wirst du in der Beziehung auch nicht sein. Ne? Also man denkt zwar, ja, alles ein bisschen kacke, Job und so, und habe ich eine tolle Beziehung, dann ist alles schön. Es wird nicht so sein. Ne? Es ist ein halbes Jahr, es ist dann vielleicht toll, wenn man verliebt ist und dann kommen die gleichen Frustthemen, die man eh schon hatte, kommen dann wieder hoch. Und also man denkt es immer, ein Partner macht dich nicht glücklich. Und deswegen ist es so wichtig, was ich immer wieder sage in meinen Kursen auch, mach dein Leben sexy und geil, ne? Also ohne Partner. Dass es einfach Bock bringt, dass du morgens gern aufstehst, dass es cool ist. Da ist gerade eine Meise bei mir. Ich will ja reinfliegen, aber das Fenster ist im Weg. Ja, dass du einfach Lust hast aufzustehen, einen tollen Tag zu verleben und ja, dass es für dich erstmal schön ist, ne? Hab eine Mission und so weiter. Und ja, und denk dran, auch wenn man in einer Beziehung ist, weiß ich nicht, steht der Partner mal mit dem falschen Fuß auf, hat den ganzen Tag Drama, das bleibt dir erspart. So,
Dann Tipp 2: Stell niemanden auf ein Podest. Also gerade wenn man Single ist und frustriert ist, vielleicht läuft man lange jemand hinterher oder womöglich sogar eine Ex-Beziehung. Was ich einen coolen Gedanken finde, ist ein bisschen brutal jetzt, aber wen auch immer du gerade toll findest, es gibt immer mindestens einen Menschen, der diesen Menschen nicht mehr toll findet, ne? Der nicht mehr mit ihm schlafen will, der nicht mehr mit ihm Sex haben will und der auch keine Zeit mehr mit ihm verbringen will, ne? Deswegen, klar, also, ähm, wenn du denkst, du hast jetzt den Stein der Weisen gefunden, ist wahrscheinlich nicht so. Jeder hat Schattenseiten und natürlich ist es auch so eine Match-Sache, ne? Der eine ist für den anderen richtig und für den wieder noch einen anderen vielleicht nicht. Aber denk da mal drüber nach. Und ja, und auch wenn du vielleicht, weiß ich nicht, jemanden triffst und der brennt da irgendein Feuerwerk ab oder hat eine super coole Anmachsprüche oder macht irgendwas anderes super cooles. Du bist sicherlich nicht die oder der Erste, an dem diese Taktik angewendet worden ist. Ist sicherlich über viele Menschen ausgefeilt worden. Und lass dich nicht auf irgendwas ein, wo du ein Fließbandprodukt bist, ne? Also lass dich auf Menschen ein, die dich besonders behandeln und die sehen, dass du ein besonderer Mensch bist. So, dann Tipp 3: Sex alleine ist kein ausreichendes Fundament. Also vielleicht triffst du dich mit jemandem für nur Sex, ist auch völlig okay, kannst du auch machen. Aber Frage ist das, ob das unter Umständen auch überdeckt, dass du mit diesen Menschen vielleicht gar nicht vernünftig reden kannst oder ihr gar nicht so viele Gemeinsamkeiten habt. Und mach dir klar, dass mit Körperlichkeit Bindung und Vertrautheit entstehen und auch Fantasien, also da kommen einfach die Hormone rein, es entstehen Fantasien über diese Beziehung. Und ehe du es dich versiehst, wie auch in dem Video gestern, bist du vielleicht in der nächsten unglücklichen Halbbeziehung. Also bedenke das, ne? So, Punkt 4: Du bist beziehungsfähig. Also vielleicht zweifelst du an dir. Du hast noch nicht die lebenslange romantische Hammer-Hollywood-Beziehung gehabt. Und dann denkst du vielleicht, du brauchst jetzt von irgendeinem, dass er mit dir zusammen sein will, dass du die Bestätigung kommst, dass du überhaupt bindungsfähig bist. Ne? Also du brauchst das nicht. Du brauchst es nicht, du brauchst das nicht, du brauchst das nicht. Schlechte Beziehungen bereiten dich nicht vor auf eine gute, aber an sich arbeiten und ein tolles weiteres Leben machen das schon. So, Punkt 5 jetzt, glaube ich, eigene Standards. Ja, mein Lieblingsthema, ne? Jetzt hattest du vielleicht gerade so eine Hurricane-Beziehung der Klasse 5, ne? Mega Hammer, Tropen, Megasturm. Und jetzt nur, weil vielleicht das nächste Date dich ein bisschen besser behandelt, ist es immer noch ein Klasse 4 Sturm, ne? Also, du entscheidest, wie du dich behandeln lässt. Und dazu musst du dir erstmal klar werden, das ist ja auch ein Teil von meinem Liebeschip-Kurs. Was sind deine eigenen Standards und Wünsche? Ne? Ohne die hast du ja überhaupt keinen Maßstab. Und du wirst, wenn du hohe Standards hast, was ich dir raten würde, wirst du feststellen, dass viele Menschen, auch Freunde unter Umständen, diese Standards nicht bereit sind zu respektieren. Niemals sollte man seine Standards opfern, nur um nicht alleine zu sein. Niemals sollte man seine Standards opfern, nur um nicht alleine zu sein. Video zurückspielen, nochmal anhören. So, es bringt auch nichts, Menschen zu treffen, in die man nicht verliebt ist, nur um nicht verletzt zu werden. Am Ende will man es doch und der andere auch. Ja, Punkt 6. Taten statt Worte. Also wenn du emotional ausgehungert bist, auch das ist ja so ein, habe ich glaube ich schon 100 Videos drüber gemacht, du bist besonders anfällig für wunderschöne Textnachrichten, schnelle Geständnisse und dergleichen. Das fühlt sich gut an, ist auch in Ordnung, aber es zählt nichts, nada, nullomato, nixo, wenn die entsprechenden Handlungen nicht dazu passen. Ja, und danach solltest du ein Match beurteilen. Dann 7, Zurückweisung. Also den oder die Richtige zu finden, bedeutet, dass du natürlich Menschen zurückweisen musst und auch solltest, die deinen Standards nicht genügen. Und das heißt aber auch, dass du auch zurückgewiesen wirst. Das hat auch nichts mit deinem Wert zu tun. Und ich wollte einfach mal sagen, du solltest manchmal froh sein, dass das so ist. Ne? Weil manchmal ist es echt ein Segen, dass man zurückgewiesen wird. Vielleicht war es der nächste Narzisst oder der nächste crazy, verrückte Frau. Und ja, und dazu kommt, das Beste, was jemand tun kann, der dir nicht geben kann, was du brauchst, ist, dich zurückzuweisen, weil das schafft Raum für die Richtigen. Dann 8, sei authentisch. Wenn du sowieso schon Single bist, warum nicht echte Authentizität üben? So oft hast du vielleicht schon versucht, es anderen recht zu machen.
Und hat das was genutzt? Ich vermute mal nein. Und hat es dazu geführt, dass du respektiert wirst? Nein. Kann man geliebt werden, wenn man nicht respektiert wird? Nada. Also sag einfach, was du denkst und sag auch Menschen, die du magst, dass du sie magst. Dann kann sich jemand in dich verlieben, wie du bist und nicht wie deine nette Maske ist oder deine coole Maske oder wo auch immer. Punkt 9: Mach deine eigenen Regeln. Der Schlüssel zum Erfolg in vielen Lebensbereichen ist eigentlich, dass du daran glaubst, dass du dein Potenzial leben kannst. Also wir sind echt umgeben von so mehr von Mittelmäßigkeit, nicht weil alle Menschen mittelmäßig sind, aber weil sie einfach ja nicht ihr Potenzial leben, nicht ihre Komfortzone verlassen. Lebt deine verdammten Träume und vertraue darauf, dass du die Ressourcen dazu findest. Einfach losgehen und mach deine eigenen Regeln, ne? Auch was Dating angeht. Also klar, ich gibt Regeln, ich vertrete ja auch ein paar. Aber ey, mach so, wie es für dich richtig ist, ne? Mach deine eigenen Regeln, finde deinen eigenen Tribe, womöglich. Und ja. Punkt 10: Es gibt immer eine bessere Zukunft. Also, das ist einfach, ja, spricht schon für sich. Wenn du deinen eigenen Weg gehst und dann ein gutes Leben lebst, also so wie es dir möglich ist, werden die richtigen Menschen dazustoßen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.